Hallo und herzlich willkommen im Mangfallgebirge auf dem Weg zum großen Riesenkopf. Und damit auch herzlich willkommen beim Mountain Guide. Kurz und knapp vorab, ihr findet den Link zum Download der gesamten Tourenbeschreibung jetzt oben im Infobutton oder unten in der Videobeschreibung. Ich kann mich noch erinnern, wie ich vor einigen Jahren mal an der Abbruchkante des Kranzhorns gesessen bin und mir dauernd dachte, ich muss wissen, was das Gegenüber für ein Gipfel ist und den unbedingt mal machen. So geht's mir öfters, wenn ich auf einem Berg sitze. Oftmals suche ich mir so meine nächsten Touren auch aus. Tatsächlich habe ich dann endlich mal genau diesen Gipfel gemacht und ihr könnt jetzt das Video dazu sehen. Unterwegs werdet ihr keinen Schwierigkeiten begegnen, daher erzähle ich euch einfach so ein paar spannende Dinge zur Tour. Wer ein Gipfelsammler ist, der ist hier nämlich genau richtig. Mit genug Zeit und Können kann man hier nämlich bis zu 7 Gipfel erreichen. Und zwar die folgenden: Petersberg, Großer Madron, Maiwand, Scheibling, Hirschnagel, Großer Riesenkopf und der Rehleitenkopf. Ich habe davon 3 bzw. 4 erledigt. Der Petersberg ist eher ein Restaurant als ein wirklicher Gipfel, daher zählt das nicht ganz. Der Große Madron und der Rehleitenkopf kommen noch als eigene Videos. Hier wird es jetzt um den Großen Riesenkopf gehen. Egal ob Rehleitenkopf oder Großer Riesenkopf, der Aufstieg bis zur Riesenkopfalm ist aber bei beiden gleich. Vom Parkplatz in Flinsbach aus geht es bis zur Hohen Asten komplett auf Forstwegen bergauf. Unterwegs gibt's aber noch ein paar tolle Dinge zu sehen. Schon recht am Anfang passiert man die Ruinen der Burg Falkenstein. Für viele ist dies übrigens schon allein einen Ausflug wert. König Ludwig wollte hier damals wohl ein zweites Schloss Neuschwanstein bauen lassen, so ist es zumindest hinterlegt. Direkt anschließend erreichen wir den Fuße des Petersberg, welcher natürlich einen Abstecher wert ist. Hier steht seit dem 12. Jahrhundert die St. Peter-Kirche. Und früher war ja auch mal ein Benediktinerkloster. Heute gibt's neben der Kirche nur noch einen Berggasthof. Nach einer knappen Stunde Aufstieg kommt noch der Berggasthof Hohe Asten. Das ist im Übrigen der höchstgelegene und ganzjährig bewirtschaftete Bergbauernhof Deutschlands. Spätestens hier ist Einkehren ja wohl Pflicht. Von hier aus kommt als nächstes die Riesenkopfalm mit seinem freilaufenden Weideviech. Hier entscheidet sich auch, welchen Gipfel man ansteuern möchte, den Großen Riesenkopf oder den Rehleitenkopf. Für den Riesenkopf geht's kurz vor der Alm rechts über die Weidewiese und auf ein Waldstück zu. Das Waldstück ist jetzt auch der letzte Abschnitt des Aufstiegs und wird nochmal steil. Sogar eine kleine Drahtseilstelle gibt es hier, das liegt aber jetzt nicht an der Schwierigkeit, sondern daran, dass man an einer Art Rinne mit gefährlicher Abbruchkante vorbeikommt. Das Drahtseil dient hier also eher wie eine Art Absperrung. Wer den Gipfel dann erreicht hat, kann die Aussicht auf das Kranzhorn und den Heuberg gegenüber genießen. Auch das Kaisergebirge und die Loferer Steinberge sind gut zu sehen. Der Abstieg erfolgt auf demselben Weg oder ihr geht von der Alm noch weiter zum Rehleitenkopf. Das Video dazu wird unten in der Beschreibung ebenfalls verlinkt. Auch könnt ihr gegen Ende noch den Großen Madron mitnehmen, so habe ich es auch getan. An sich ein unscheinbarer Waldgipfel, auch dafür wird das Video in der Beschreibung verlinkt. Zusammengefasst gibt es hier trotz geringer Schwierigkeit viel zu erleben, langweilig wird es hier garantiert nicht. Der Nachteil ist, dass auch viel los sein wird, stellt euch darauf schon mal ein. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß dabei, macht sie, geht sie die Tour und nicht vergessen, nur mit Mountain Guide erreißt ihr den Gipfel gescheit.